Leidest du auch unter Stress und Überforderung beim Klavierspiel? Hast du das Gefühl, nie genug Zeit zum Üben zu haben und der wöchentliche Unterricht setzt dich zusätzlich noch unter Druck? Fühlst du, dass du stagnierst und nicht vorankommst? Dann stell dir vor, du kommst nach einem anstrengenden Tag endlich nach Hause von der Uni oder von der Arbeit oder aus der Schule und jetzt willst du nur noch eins: dich ans Klavier setzen und die Musik deine Seele streicheln lassen. Herzlich willkommen auf meinem Traumkanal. Ich bin Pia Nolla-Muse und in diesem Video zeige ich dir, wie du deine begrenzte Übungszeit maximieren und in kürzester Zeit große Fortschritte am Klavier erzielen kannst. 10 bis 20 oder noch besser 30 Minuten am Tag reichen schon vollkommen aus, um dein Klavierspiel kontinuierlich zu verbessern. Erstelle einen strukturierten Plan mit täglichen, wöchentlichen und langfristigen Zielen. Es könnte dann etwa so aussehen, dass du in 6 Monaten zum Beispiel ein Konzert oder eine Aufnahmeprüfung hast oder ein Vorspiel. Und nun notierst du die Stücke bzw. das Konzertprogramm, um das es geht, als langfristiges Ziel. Dein wöchentliches Ziel könnte sein, den ersten Satz einer Sonate zum Beispiel auswendig zu lernen und dein tägliches Ziel, Fingerübungen zu machen, die dies unterstützen und die Stellen zu üben, die noch nicht laufen. So behältst du den Überblick, bleibst fokussiert und motivierst dich selbst, dran zu bleiben. Du kannst ein einfaches Notizbuch dafür nutzen oder ein Übetagebuch anlegen. Vielleicht schreibst du auch alles in eine App. Das ist ja ganz dir überlassen. Bei mir sieht das ungefähr so aus, dass ich meine Notizen in so kleine Bücher schreibe. Setze dir jede Woche ein neues Ziel, zum Beispiel ein neues Stück zu lernen oder eine Technik zu verbessern. So bleibst du motiviert und siehst deine Fortschritte. Beginne immer zuerst mit dem Auswendiglernen, weil du dich am Anfang der Übereinheit immer am besten konzentrieren kannst. Das fördert deine Konzentration und dein Gedächtnis. Limitiere deine Fingerübungen mit einem Timer. Was meine ich damit? Damit das Tonleiterspiel nicht endlos perfektioniert wird, halte genau fest, wie lange du dranbleiben möchtest. Wenn du zum Beispiel nur 20 Minuten übst, praktiziere es nicht länger als 5 Minuten. Sonst hast du später keine Zeit mehr für dein Stück oder für freies Spiel. Das hilft dir, fokussiert zu bleiben und vor allem Zeit zu sparen. Plane unbedingt noch freie Spielzeit ein, um einfach zu improvisieren oder Spaß am Klavier zu haben. Und noch ein wichtiger Tipp: Stelle dein Klavier an einen Ort, der dich zum Üben einlädt. Zum Beispiel lass den Deckel geöffnet oder stell ein paar Blumen auf das Klavier, um das Klavier herum. Früher hatten die adligen Damen sogar ihr Nähkästchen in einer Schublade unter der Tastatur. So wird es dir viel leichter fallen, dich einfach mal ranzusetzen. Wie du siehst, ist es mit einem strukturierten Plan und etwas Disziplin auch im stressigen Alltag möglich, am Ball zu bleiben und seine Klavierkenntnisse zu verbessern. Hast du schon so ein Notizbuch? Dann teile deine Erfahrungen und Ideen gerne in den Kommentaren. Gemeinsam können wir uns gegenseitig motivieren und inspirieren, um unsere musikalischen Ziele zu erreichen. Auch nach einem stressigen Alltag ist es möglich, ganz entspannt Klavier zu spielen. Stress und Verspannungen sind oft unsere Begleiter im Alltag. Umso wichtiger ist es, dass wir Momente der Entspannung finden, in denen wir loslassen und neue Kraft tanken können. Klavierspielen kann dafür eine wunderbare Möglichkeit sein. Doch wie kann man am Klavier entspannen, wenn der Körper noch ganz angespannt ist von den Herausforderungen des Tages? Hier sind meine Tipps vor dem Üben. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um dich bewusst zu entspannen. Atme tief durch, dehne deine Muskeln und lasse die Schultern fallen. Trage bequeme Kleidung, in der du dich frei bewegen kannst und wohlfühlst. Schalte dein Handy aus und informiere deine Mitbewohner oder deine Familie, dass du jetzt ungestört Klavier spielen möchtest.
Integriere kurze Entspannungsübungen wie Meditation, Qigong oder Yoga in deine Routine vor dem Üben. In meinem Online-Kurs Intuitiv Klavierspielen wirst du Schritt für Schritt durch diesen Prozess geleitet. Während des Übens achte auf eine entspannte Körperhaltung, sitze gerade, aber mit lockeren Schultern und entspannten Händen. Konzentriere dich auf deinen Atem, atme tief und gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Beginne mit langsamen Übungen und steigere das Tempo allmählich. Sei geduldig mit dir selbst und akzeptiere, dass es auch mal Tage gibt, an denen es nicht so gut läuft. Wenn Emotionen hochkommen, lasse sie zu, weine, wenn du traurig bist oder lache, wenn du glücklich bist. Das Wichtigste ist, dass du Spaß am Klavierspielen hast. Lass dich von der Musik leiten und genieße jeden Augenblick. Veränderungen und Spielfluss können nur in der Offenheit dazu stattfinden. Dazu gehört auch eine gewisse Biegsamkeit und Weichheit, sowohl körperlich als auch mental. Lass Glaubenssätze wie „das schaffe ich nie“, „das kann ich nicht“ etc. los. Die wohl größte Herausforderung beim Klavierspielen besteht darin, mit beiden Händen gleichzeitig zu spielen. Das gleichzeitige Spielen mit beiden Händen ist gerade für Anfänger sehr schwer beim Klavierlernen. Melodie und Begleitung in Einklang zu bringen und beides flüssig zu koordinieren erfordert Übung, Geduld und die richtige Technik. Hier sind einige Tipps, die dir Schritt für Schritt dabei helfen können. Beginne damit, jede Hand einzeln zu üben. Achte dabei auf eine korrekte Fingerhaltung und Technik. Sobald du beide Hände einzeln beherrschst, kannst du mit einfachen Übungen beginnen, die beide Hände miteinander verbinden. Wenn du die Übungen sicher beherrschst, kannst du die Schwierigkeit und das Tempo allmählich auch steigern. Achte beim Üben genau auf die Koordination deiner Hände und vergiss nicht dabei zu atmen. Es braucht Zeit und Übung, mit beiden Händen gleichzeitig koordinieren zu können. Sei geduldig mit dir selbst und gib nicht gleich auf. Setze dir realistische Ziele, setze dir kleine, erreichbare Ziele, anstatt dich von großen, komplexen Stücken entmutigen zu lassen. Belohne dich für deine Fortschritte, feiere deine Erfolge, auch wenn sie klein scheinen. Das motiviert dich weiterzumachen. Schaffe eine angenehme Atmosphäre und Lernumgebung. Übe an einem Ort, an dem du dich wohlfühlst und ungestört konzentrieren kannst. Nutze Hilfsmittel wie zum Beispiel Metronome, Apps und Online-Kurse. Mit diesen Tipps und etwas Ausdauer wirst du die Herausforderung meistern und lernen, mit beiden Händen gleichzeitig Klavier zu spielen. Es ist ganz normal, dass man beim Üben auch manchmal frustriert oder gestresst ist. Wichtig ist, dass du in diesen Momenten nicht aufgibst, mach eine kurze Pause, atme tief durch und versuche es dann erneut. Fehler sind beim Lernen ganz normal. Betrachte sie als Chance, dich zu verbessern. Wenn du schon lange an einer Sache dran bist und es nicht vorwärts geht, kann dir sicherlich ein Klavierlehrer oder eine Klavierlehrerin helfen. Er oder sie kann dir auf den ersten Blick sagen, was du falsch machst und dir gezielte Tipps für deine individuelle Situation geben. In der Infobox findest du alle weiteren Infos zur Kontaktaufnahme mit mir. Geduld ist einer der wichtigsten Tugenden beim Erlernen eines Instrumentes, insbesondere des Klaviers. Es ist wichtig zu verstehen, dass Fortschritte Zeit und Übung erfordern. Es wird Tage geben, an denen du das Gefühl hast, nicht voranzukommen, und es wird Momente der Frustration geben. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Mit Geduld und Ausdauer und der richtigen Herangehensweise wirst du deine Ziele erreichen und die Freude am Klavierspiel erleben. Abschließend möchte ich dir noch einige Tipps geben, die dir helfen können, geduldig zu bleiben. Konzentriere dich auf den Prozess, genieße es, zu lernen und zu üben, anstatt dich nur auf das Ergebnis zu konzentrieren. Vergleiche dich nicht mit anderen, jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Erinnere dich, Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg. Mit Geduld und Ausdauer wirst du deine Ziele erreichen und die wunderbare Welt der Klaviermusik erobern. Das Wichtigste ist, dass du Spaß am Klavierspiel hast. Wenn du Freude an der Musik hast, fällt dir alles leichter. Höre auf deinen Körper.
Wenn du müde oder frustriert bist, mach eine Pause. Es ist wichtig, auf deinen Körper zu hören und ihm Zeit zum Erholen zu geben. Visualisiere deinen Erfolg. Stelle dir vor, wie du deine Ziele erreichst und wie du wunderschön Klavier spielst. Ich wünsche dir viel Erfolg und Freude beim Üben. Mit etwas Geduld und den richtigen Strategien wirst du dein Ziel erreichen und die wunderbare Welt der Klaviermusik erobern. Ich hoffe, das waren hilfreiche Tipps für dich und jetzt wirst du viel motivierter und stressfreier ans Klavierüben gehen. Daneben stellt sich jetzt aber auch die Frage, wie du deine Zuhörer mit deinem Spiel in eine entspannte Atmosphäre entführen kannst. Falls du selbst wunderschöne, entspannende und inspirierende Klaviermusik spielen möchtest, dann solltest du dir unbedingt noch dieses Video anschauen. Gesundheit, Glück und Segen und bis zum nächsten Mal, eure Pianola Muse.